Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir euch zeigen, wie ihr mit dem Corpus 1 zusammen mit den Shock Pedals defibrillieren bzw. kardiovertieren könnt. Habt ihr kleinere Patienten bis 5 Kilo, könnt ihr diese mit den Baby-Elektrodenaufsätzen therapieren. Andi, möchtest du uns kurz den Funktionstest zeigen? Sehr gerne. Um die Shock Pedals für die Sichtprüfung zu entnehmen, werden die beiden Entriegelungstaster gedrückt. Jetzt lassen sie sich nach vorne herausführen. Das Kabel wird auf Beschädigung überprüft. Wir achten darauf, dass sich außen keine groben Verunreinigungen befinden und sich keine tiefen Kratzer an der Oberfläche gebildet haben. Ben, kannst du das gleiche bitte für die Baby-Elektrodenaufsätze durchführen? Jawohl, Andi, die schauen gut aus. Dankeschön. Durch Betätigung der Funktionstaster ist ein Ton hörbar. Damit Ben jetzt den Funktionstest weiterführen kann, wechsle ich in den manuellen Modus. Dazu wird die Taste Defi zweimal gedrückt. Falsche Therapieelektroden. Der Hinweis kann ignoriert werden, der betrifft nur den AED-Modus. Jetzt wird mit OK noch bestätigt. Nun erfolgt der eigentliche Funktionstest der Shock Pedals. Dazu führen wir die beiden Kontaktflächen aneinander. Nun können wir die Energie mittels der Funktionstaster verstellen. Mit Grün reduzieren wir die Energie, mit Rot erhöhen wir diese wieder. Nehmen wir die Kontaktflächen auseinander, können wir nun durch Drücken einer der beiden Knöpfe den Ladevorgang des Defibrillators starten. Ist dieser erreicht, erhöhen wir das am Signalton. Andi hat nun die Defibrillation abgebrochen, weil der eigentliche Testschock nicht über die Pedals, sondern separat in die Testbox erfolgen muss. Möchten wir die Baby-Elektrodenaufsätze verwenden, so müssen diese vor jeder Anwendung getestet werden. Das Besondere an den Aufsätzen ist, dass sich hier die eingestellte Energie am Gerät automatisch auf 1/10 reduziert. Zum Test setzen wir die Aufsätze auf, sollten hier hörbar einrasten. Anschließend bringen wir die beiden Kontaktflächen zueinander, laden mit einem der beiden Funktionstaster die Energie und geben sie durch Drücken beider Taster ab. Bei der Abgabe sollte beidseits eine rote Lampe leuchten und im Display sollte ein abgegebener Schock angezeigt werden. Wir befinden uns hier in einer offensichtlichen Übungskünstlichkeit, in der wir den Patienten asynchron defibrillieren wollen. Dafür haben wir den Patienten vorbereitet, der Oberkörper ist entblößt, wir haben dafür Sorge getragen, dass die Haut trocken ist und dass übermäßiger Haarwuchs entfernt worden ist. Ebenfalls angelegt haben wir ein Extremitätenableitungs-EKG. Die Shock Pedals sind mit dem Therapiestammkabel und dem Gerät verbunden und wir befinden uns im manuellen Modus. Wie man den manuellen Modus aus dem Monitormodus aufruft, haben wir bereits im vorigen Teil des Videos gezeigt. Es kann je nach Betreiberkonfiguration notwendig sein, dass beim Wechsel ein PIN eingegeben werden muss. Ebenfalls möglich ist, dass das Gerät bereits im manuellen Modus startet. Die Energiewahl über die Shock Pedals haben wir ebenfalls gezeigt. Ben zeigt euch jetzt ganz kurz, wie ich die Energie auch am Gerät einstellen kann. Zur Auswahl der Energie am Gerät drückt ihr den Softkey Energie. Nun habt ihr zwei Möglichkeiten. Einmal könnt ihr die Energie über die Pfeiltasten verändern und dann mit OK bestätigen. Oder ihr drückt ein zweites Mal Energie und wählt so eine voreingestellte Energie aus. Ben zeigt uns jetzt die manuelle Defibrillation. Dafür wird eine ausreichende Menge Elektrodengel aufgebracht. Es gilt immer auch zu beachten, dass genug mitgefüllt wird. Die gewünschte Energie kann jetzt durch einfachen Funktionstastendruck bereitgestellt werden. Ich lade. Jetzt achtet Ben darauf, dass genügend Ambrissdruck, in der Regel 8 Kilo, aufgewendet werden. Okay, ich gebe den Schock ab in 3, 2, 1, Schock. Und kann durch beidseitiges Betätigen der Funktionstasten den Schock auslösen. Das Vorgehen bei der Kardioversion ist nahezu identisch. Es ist nur wichtig darauf zu achten, dass die Schockabgabe synchronisiert erfolgt. Um einen Schock erfolgreich abzugeben, ist es wichtig, dass die Impedanz weder zu hoch noch zu niedrig ist. Dies könnt ihr im Therapiefeld unter der Joule-Anzeige erkennen. Mögliche Ursachen für eine zu niedrige Impedanz kann ein feuchter bzw. ein nasser Thorax sein. Diesen unbedingt abtrocknen. Auch besteht die Möglichkeit, dass zu viel Elektrodengel verwendet wurde. Bei der Verwendung von Elektrodengel sollte darauf geachtet werden, dass sich keine Gelbrücken bilden. Wird eine zu hohe Impedanz angezeigt,
können übermäßiger Haarwuchs oder verunreinigte Haut die Ursache sein. Ebenfalls sollte geprüft werden, ob genug Elektrodengel verwendet worden ist. Auch wenn der Anpressdruck nicht ausreichend gewährleistet wird, kann eine zu hohe Impedanz angezeigt werden. Wenn ihr noch Fragen habt zur manuellen Defibrillation mit den Shock-Pedals, bitte schaut unbedingt in die Gebrauchsanweisung, in die aktuellen Leitlinien oder in eure lokalen Protokolle. Ansonsten hinterlasst uns gerne ein Like, wenn euch das Video gefallen hat, läutet die Glocke, Kommentare unten rein und dann bis zum nächsten Mal. Ciao! Servus!